Im Norden Brandenburg, im Westen Brandenburg und das hier ist gerade noch Berlin. Keine 20.000 Einwohner, dafür aber 4 Kirchen und jede Menge Natur. Herzlich willkommen in Heiligensee und zu einer neuen Folge von Einfach dein Kiez. Hier im alten Dorfkern von Heiligensee findet sich eine von 8 Seniorenfreizeitstätten des Bezirkes Reinickendorf. An 4 Tagen in der Woche ab 13 Uhr sind alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, hier ihre Zeit zu verbringen. Neben Kanaster, Skat oder Bingo-Runden gibt es auch Computer- oder Videokurse. Aber Heiligensee hat für alle Altersgruppen viel zu bieten. Der Niederneuendorfer See, der Havelsee und der Heiligensee im Westen, im Osten viel Wald. Die Lage macht Heiligensee zu einem beliebten Ort für Freizeitaktivitäten und dementsprechend viele Vereine haben sich hier angesiedelt. Paddeln statt Playstation. Unter diesem Motto lernen jährlich über 250 Kinder und Jugendliche in Schnupperkursen und Feriencamps die Grundlagen des Kanusports kennen. Darüber und die anderen Aktivitäten des Vereins spreche ich jetzt mit der Jugendwartin des Heiligenseer Kanu-Club, Alisa Richter. Hallo Alisa! Hi! Bevor ich dich was über den Verein frage, wie bist du dazu gekommen, Kanu zu, sagt man, fahren? Ja, doch, Kanu fahren. Okay. Relativ einfach eigentlich. Meine Schwester ist damals hier in den Kanuverein gekommen und es war so ein bisschen, was die Schwester will, will ich auch. Und meine Familie war grundsätzlich recht sportlich, dementsprechend war es auch klar, dass wir irgendwie in den Sportverein gehen und wir wohnen in Heiligensee, von daher. Wie viele Mitglieder hat euer Verein und wie oft geht es eigentlich raus aufs Wasser? Also mittlerweile sind wir tatsächlich so 200, 210 Mitglieder. Teilt sich recht gut auf in so ca. 100 Kinder und Jugendliche und dann ungefähr so 100, 110 Erwachsene. Und grundsätzlich Kindertraining haben wir tatsächlich jeden Tag, also Montag bis Freitag ist hier immer was los unter der Woche. Nicht. Wochenende haben wir tatsächlich viele Regatten. Ne? Da lohnt sich das dann meistens gar nicht, irgendwie Samstag einen Trainingstag zu machen, weil wir im Sommer eigentlich dauerhaft irgendwo unterwegs sind. Von Regatten hier in Heiligensee bis tatsächlich irgendwie internationale Wettkämpfe. Das bedeutet, wenn du von Leistungssport und Regatten und internationale Wettbewerbe sprichst, klingt ja wie eine große Talentschmiede hier bei euch. Ja. Also wir haben tatsächlich über die letzten Jahre haben wir so 5, 6 Sportler, Sportlerinnen gehabt, die sich tatsächlich für die Junioren- und U23-Nationalmannschaft qualifiziert haben. Gerade zurzeit läuft auch die Junioren-WM. Da sind auch einige von uns, 3 Sportler sind da am Start. Also müssen wir die Daumen drücken. Ja, die sind auf jeden Fall gedrückt. Was muss ich denn mitbringen, um hier Mitglied sein zu können? Und was kostet denn eigentlich so eine Mitgliedschaft? Also Mitgliedschaft kostet für Erwachsene 20 €. Für die Kids sind wir da bei 13 €. Ja, und was brauchst du eigentlich? Nichts. Dich selber, du hast Lust, was Neues auszuprobieren. Ist natürlich für Erwachsene auch immer dann irgendwie so was Besonderes, noch mal was Neues zu lernen. Das ist total cool. Wir haben jetzt auch gerade mit einer neuen Anfängergruppe gestartet für die Erwachsenen. Und du brauchst eigentlich nur Lust, wie gesagt, was Neues zu probieren. Du darfst natürlich nicht wasserscheu sein. Es kann passieren, dass es am Anfang ein bisschen nass wird. Aber eigentlich großartig irgendwelche Voraussetzungen jetzt oder Material braucht man eigentlich nicht. Stichwort paddelndes Klassenzimmer. Ihr arbeitet mit Schulen zusammen? Ja, was verbirgt sich dahinter? Wir haben seit also schon jetzt mittlerweile 3, 4, 5 Jahren Schulprojekte am Laufen. Klassenfahrten bieten wir an. Wir bieten auch Wandertage an, wo hier die Kids herkommen können, die Lehrer mit ihren Klassen. Also die dürfen Drachenboot fahren, die dürfen hier in unseren Einer-Kajaks sich mal versuchen. Die können auch dann ihr Grillfest hier feiern. Wir haben hier Abschlussfeste schon, wir haben Übernachtungen mit den Kids hier, die dann hier zelten, quasi so ein kleines Zeltlager. Also läuft das. Das ist ja auch super schön, super herzig, total die schöne Kulisse hier. Ja. Ihr seid hier in Heiligensee. Ja. Was verbindest du damit? Was ist hier draußen so besonders? Ach, es ist einfach schön. Man hat seine Ruhe, also abgesehen von irgendwelchen Nachbarn, die hier anfangen zu sägen, es ist einfach schön. Wir sind hier am Wasser, wir haben das Grundstück vor so circa 10, 15 Jahren hier gekauft. Also es gehört wirklich uns. Wir haben hier die Möglichkeiten, alles ausprobieren. Wir können hier zelten mit den Kindern. Wir können selber hier draußen an der Natur sein. Wir können auch drinnen hier irgendwie die Räume für Feierlichkeiten nutzen. Wir haben hier ja, einfach total viele Möglichkeiten und Gleiches gilt auch für Heiligensee. Wir haben die Unterschiede, wir können in den Wald gehen, wir haben Wasser, wir haben Strand, wir haben vielleicht auch mal hier den einen oder anderen Supermarkt in der Nähe, wo man eben nicht dann irgendwie ewig fahren muss, um irgendwas dann einzukaufen. Das ist einfach so ein bisschen so die kleine Auszeit, so ein bisschen Seele baumeln lassen, wenn man irgendwie aus der Stadt hier mal wieder herkommt. Du hast gesagt, vor 10, 15 Jahren habt ihr das Grundstück gekauft. Seit wann gibt es denn den Verein? Tatsächlich gibt es uns schon seit 1930, also gar nicht mehr lange hin. Und da feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum.
Von daher schon eine ganz schön lange Zeit. Kann man ja fast schon planen, 6 Jahre vorher. Ja, geht so langsam jetzt, naja, nicht ganz, aber wir sind so schon am Ideen sammeln, was man denn so machen könnte für die 100-Jahr-Feier. Super spannend, also wer Mitglied werden möchte und das hier interessant findet, da geht man einfach auf eure Website oder kommt hierher? Genau, wir haben tatsächlich auch eine ganz neue Website jetzt, also da stehen auch wirklich nochmal alle Informationen, was du zu tun hast, wenn du irgendwie neu bist, an wen du dich wenden musst und findet man eigentlich alle Informationen. Also. Danke, Alisa. Dankeschön. Gut, bitte. Der Heiligensee ist übrigens ein Privatsee und gehört 3 Brüdern. Und einer von denen ist eine echte Musiklegende. Der Grammy-Preisträger Klaus Voormann war nicht nur mit den Beatles befreundet, er hat sogar Musik mit ihnen gemacht. Als Produzent hat er mit Marius Müller-Westernhagen zusammengearbeitet und Heinz-Rudolf Kunze. Antreffen wird man ihn hier aber nicht, denn er wohnt am Starnberger See. Wenn ihr euch wie ich mehr für Berlin interessiert, dann schaut euch doch einfach eine weitere Folge von Einfach dein Kiez an. Beispielsweise hier oder hier. Viel Spaß damit!